Ihr Lieben, die Herbst-Tag- und Nachtgleiche liegt hinter uns. Ein großer Wendepunkt im Jahr, den bereits unsere Ahnen zelebrierten in Dankbarkeit, was Mutter Erde, die Natur und das Leben selbst uns schenkt. Und mehr denn je ist diese Zeit auch für uns jetzt von sehr großer Bedeutung. Denn Licht und Schatten zeigen sich immer deutlicher und Mutter Erde spricht immer lauter. Energien und Elemente prallen aufeinander, Energien der Unterdrückung und der Befreiung. Und wir können die Veränderungen der Energien deutlich spüren. Die massiven kosmischen Energiewellen, die alles durcheinanderwirbeln, im Innen wie im Außen. Das, was jetzt geschieht, ist groß, richtig groß. Eine neue Zeit wird eingeläutet. Oh ja, die Dichte will sich lösen. Alte, festgefahrene Strukturen wollen sich befreien und vor allem lange Unterdrücktes bricht jetzt auf. Alles strebt nach Ausgleich und genau darum geht es jetzt auch in uns, denn nichts kann mehr verborgen werden. Emotionen und Energien werden immer eindeutiger, wie auch das Geschehen in dieser Welt. Und das heißt, nicht mehr in Untätigkeit oder Illusionen zu verharren, sondern eine Bestandsaufnahme zu machen, wo wir stehen. Tief in uns finden wir das Wissen, das wir brauchen, in dem, was wir fühlen. Und die starken kosmischen Lichtenergien, die zu uns fließen, unterstützen uns jetzt mehr denn je, unsere Intuition zu hören und für die Erhöhung unseres Bewusstseins. Und auch wenn diese Zeit der massiven energetischen Veränderungen oft sehr anstrengend ist, deine Seele ist bereit. Das Neue entsteht parallel zum Chaos in der alten Welt. Ja, das Wassermann-Zeitalter hat seine Tore geöffnet. Und nein, dies ist kein sanfter Übergang, da uns jetzt immer mehr die Augen geöffnet werden. Wir werden jetzt direkt zum Erkennen und Handeln geführt und vor allem zur Wahrhaftigkeit. Denn auch Gefühle können nicht mehr unterdrückt werden. Und in all den Turbulenzen, in denen wir uns befinden und die noch auf uns zukommen werden, ist unsere innere Mitte, unser inneres Gleichgewicht das Wichtigste überhaupt. Das Vertrauen in uns. Denn nur hier finden wir den Halt, den wir im Außen vergeblich suchen. Und dieses Gleichgewicht heißt auch, es nicht mehr allen recht machen zu wollen, nicht mehr alles hinzunehmen, ja, deine Wahrheit auszusprechen. Es heißt, Grenzen zu ziehen und uns vor negativen Energien zu schützen. Lass dich nicht mehr täuschen. Nicht mehr in die Angst ziehen. Bleibe in deiner Kraft. Vertraue deiner inneren Weisheit und in deinen Weg. Und ja, weiterhin stehen unsere Beziehungen im Fokus. Die Balance von Geben und Nehmen. Das Miteinander von Gleichgesinnten. Ja, das Menschsein. Und es ist jetzt unsere Entscheidung, zu welcher Zeitlinie wir uns wenden und wie wir weitergehen werden. Und hier kann uns nur unsere innere Stimme,
unsere Intuition, unser Fühlen, unser Herz leiten. Vertraue, du wirst wissen, was zu tun ist, wenn du still wirst und die lauten Stimmen im Außen ausschaltest. Achte auf die Zeichen, egal was andere sagen, meinen, glauben. Es sind die Zeichen aus deinem Inneren, denen es jetzt heißt zu folgen. Und nein, es sind eben nicht die scheinbar klaren Botschaften, die von überall her auf uns prallen. Es sind die kleinen Hinweise, die wir vielleicht nicht wahrhaben wollen, sie verdrängen, weil sie uns verwirren oder aus unserem alten Lebenskonzept hinaus katapultieren. Doch genau da sind wir jetzt, ihr Lieben, an diesem Punkt, wo es keine Sicherheit mehr gibt und für den wir die letzten Jahre gelernt haben. Denn hier beginnt dein eigener Weg. Und niemand kann uns die Entscheidung abnehmen. Hier ist allein unser tiefster Glaube, ist das Vertrauen in das, was du fühlst, wohin es geht und auch mit wem. In dieser verrückten Welt, die sich immer mehr verändert, immer mehr ins Straucheln gerät. Deshalb schaue nicht nach unten oder zurück, sondern nach vorn, hin zum Licht. Alles bricht jetzt auf. Nichts lässt sich mehr verdrängen, nichts mehr unterdrücken. Es gibt kein Drumherum mehr, denn der Wandel ist nicht irgendwann, er ist jetzt. Und er ist groß, überwältigend. Deshalb erkenne die Zeichen und gehe wahrhaft, ehrlich, echt, ohne irgendjemandem zu folgen, der vermeintlich schlauer ist. Werde nicht, was du dir wünschst, sondern gehe los und sei es. Hab keine Angst, dich zu verändern, wie ich es bereits in meinem letzten Video sagte. Es gibt nichts zu verlieren. Verbinde dich wieder mit der Natur, mit Mutter Erde, mit unseren Sternengeschwistern und fühle sie hin. Mit den Energien der kommenden Wochen geht es um Abschied und Neubeginn. Wie in der Natur, so auch in uns. Aber es geht auch um die Einheit von Körper, Geist und Seele, denn nur in dieser ist Heilung möglich. Löse dich von allem, was dich klein macht. Finde deine Kraft. Richte dich neu aus und lass dein Licht leuchten. Wir Lichtbringer werden gebraucht, mehr denn je. Und ja, nächstes Jahr wird Saturn unser Jahresregent und er steht für viele Enden in allen Bereichen, aber auch für die Hoffnung, dass alles gut wird. Und damit sende ich euch von Herzen alles, alles Liebe, eure Silvia.